Seien Sie willkommen zur großen Reportage anlässlich der weit über die Grenzen Luxemburgs bekannten Echternacher Springprozession. Zu dieser Pilgerfahrt, deren Ursprünge im frühen Mittelalter liegen, fanden sich am Pfingstdienstag 2025 etwa 15.000 Pilger und Besucher im besinnlichen Echternach ein. Die Echternacher Springprozession wurde von der UNESCO in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Sie ist auch Teil des immateriellen Kulturerbes Luxemburgs. In Kronsdorf begegnen wir eine kleine Gruppe junge Pilger, die sich auf den Weg nach Echternach machen. Die ersten Pilger der Sternfahrt treffen gegen 5 Uhr in der Früh in der Abteistadt ein. Im Eingangsbereich der Basilika treffen wir auf die Pilgergruppe, die in Kronsdorf gestartet ist. Die Frühmesse ist speziell den Jugendlichen gewidmet, die an den nächtlichen Pilgerfahrten teilgenommen haben. Priester und Pilger werden sich in die Krypta begeben und vor dem Grab des heiligen Willibrord beten. Ich ruhe hier seit Hunderten von Jahren, aber vorher war ich immer unterwegs. Meine Hoffnung auf Gott hat mich in Bewegung versetzt. Meine Hoffnung wollte pilgern. Eigentlich stamme ich von da drüben. Von England, Irland bin ich hergekommen. Ich musste übers Wasser hierher kommen. Damals wusste ich nicht, dass ich einmal hier landen würde, in Echternach. Ich hatte nie von diesem Ort gehört, aber ich habe mich führen lassen von der Hoffnung. Mehr hatte ich nicht, nichts als die Hoffnung. Der Anker meines Schiffes ist mir zum Symbol dafür geworden, dass meine Hoffnung mich nie betrogen hat, sondern dass sie mich immer wieder getragen hat und mich dann auch immer wieder ermutigt hat, den Anker zu lichten und wieder aufzubrechen. Und so bin ich dank der Hoffnung auch immer wieder aufgebrochen. Das ist mein Wort an dich für heute. Lass auch du dich von der Hoffnung bewegen. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein
100 Jahre alt ist und möchte zwei Gedanken, die wir in der Lesung und im Evangelium gehört haben, aufgreifen. Die Liebe ist das Band, das alles zusammenhalten kann. Draußen bereiten sich die Wirte und die Gemeindedienste darauf vor, die Pilger und Besucher zu empfangen. Am frühen Pfingstdienstag sind die Pilger der Fußwallfahrt Prüm-Wachsweiler in Echternacher-Brück angekommen. Dort wurden sie unter anderem empfangen vom Erzbischof und Kardinal Jean-Claude Hollerich, Luxemburg, sowie vom Bischof Dr. Stefan Ackermann, Trier. Ich will von dieser Fein Gestern hat der Bischof Stefan gesagt, wie gut Beziehungen zwischen der Eifel, Deutschland, alle zu wissen. Und das gesagt ich schon, dass ich als Erzbischof von Lützeburg hier nach Überbrück an Deutschland komme, für ich willkommen zu heißen. Auf jeden Fall, ohne euch wird Sprangprozession nicht dasselbe. Ich will euch wirklich von ganzem Herz merci sagen, dass ihr immer da seid, dass ihr die Tradition aufrechterhält und dass ihr die Tradition mit Leben fällt. Weil darum geht es. Und dann gehen wir jetzt gemeinsam den Weg über die Sauer rüber nach Echternach und freuen uns auf diesen Tag.
Zum ersten Mal an diesem Morgen ertönt die Polka-Melodie, die auf eine einfache Volksweise zurückgeht. Wie ein Ohrwurm werden uns diese Klänge von nun an begleiten. Auch die ersten Springer üben schon im Hof der Abtei. Langsam aber sicher füllt sich der Hof der ehemaligen Abtei, die heute ein Gymnasium ist, mit Pilgern, Musikgruppen und Schaulustigen. Nutzen wir die Gelegenheit, um kurz die Geschichte des heiligen Willibrord zu beleuchten. Willibrord war ein angelsächsischer Missionar. Er wurde um 658 in Northumbrien, England, geboren. Schon als Kind wurde er in einem Kloster erzogen. Mit 30 Jahren wurde er zum Priester geweiht und 690 nach Friesland gesandt. Im Jahr 698 schenkte ihm die Ehefrau eines Pfalzgrafen Land, auf dem er das Kloster Echternach gründete. In Utrecht entwickelte er ein Zentrum christlicher Kultur. Er starb am 7. November 739 in Echternach. Son Éminence, le métropolite Athénagoras de Belgique, exarque des Pays-Bas et du Luxembourg. Éminence, Kardinal Hollerich nutzte die Gelegenheit und übergab Bischof Stephanos eine Reliquie des heiligen Willibrord. so, alles ist gesagt, jetzt können wir anfangen. In nomine Domini Felicita. Heiliger Willibrord, eifriger Ausleger der Lehre Christi, bitte für uns, heiliger Willibrord, großer Verkünder des heiligen Evangeliums, bitte für uns, heiliger Willibrord. Heiliger Willibrord, Lehrmeister des wahren Glaubens, für uns, heiliger Willibrord, Stifter von Frieden und Gerechtigkeit, bitte für uns, heiliger Willibrord. Heiliger Willibrord, Stifter der Sinn und Hoffnung. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, heiliger Willibrord, bitte für uns. Armelig unser. Erbarmelig unser. Bin ich für uns, Maria, heilige Gottes Gebärde,
Lassen Sie sich nicht täuschen. Der Echternacher Pilgerschritt, bei dem man 2 Schritte vor und einen zurück macht, ist ein beliebtes, aber eben ein falsches Klischee. Heute springt man mit seitlichen Schritten vorwärts, abwechselnd nach links und rechts. Seit mehreren Jahrhunderten zieht der Pilgerzug durch die Straßen der Stadt, die trotz der Kriegswehren ihren traditionellen Charakter bewahrt hat. Heiliger Philipp, zu dir kommen wir. Zerträglich das Wort, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Heiliger Philipp, bet für uns, heiliger Philipp, Hoffnung der Betenden. Bet für uns, heiliger Philipp, heiliger Philipp, vorbildtätiger Liebe. Bet für uns, heiliger Philipp. Nach dem Umzug durch die Straßen von Echternach erreichen die Pilger den Vorhof der Basilika. Bet für uns, heiliger Philipp. Die Ursprünge der Basilika reichen bis ins Jahr 697 zurück. Die Abteikirche wurde am 26. Dezember 1944 in den Kriegswirren von deutschen Soldaten gesprengt. Nach dem Wiederaufbau wurde sie 1953 geweiht. Die Pilgergruppen kommen aus ganz Luxemburg, der Eifel, den Niederlanden und sogar noch von weiter her. Oft versammelt sich eine ganze Ortschaft zum Springen und wird dabei von den Klängen der eigenen Musikgruppen aus der Stadt oder dem Dorf begleitet.
Die Pilgerfahrt endet in der Basilika. Während die Musikgesellschaften die berühmte Melodie in der Kirche und vor dem Altar erklingen lassen, ziehen die Fußpilger am Grab des Heiligen vorbei. Gegen Ende der Springprozession mischten sich Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stephanie unter die Pilger des Echternacher Lyzeums. Hier endet unsere große Reportage zur Echternacher Springprozession 2025, die unter dem Motto Pilger der Hoffnung stand. Etwa 15.000 Pilger kamen nach Echternach, um zu beten, zu springen, zu musizieren und zu feiern. Damit legten sie ein eindrucksvolles Zeugnis dafür ab, dass der christliche Glaube, den der heilige Willibrord im 7. Jahrhundert zu uns brachte, auch heute noch ein Zeichen der Hoffnung ist. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.